Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu The Council. Wir haben uns jetzt umgeschaut in einigen der Zimmer von Gästen, die wir noch nicht gesehen hatten hier, also die Zimmer zumindest. Von Napoleon zum Beispiel, von Wöllner zum Beispiel, der hier gerade an der Tür von Emmanuel Godoy klopft. Und ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Und natürlich das verwüstete Zimmer von Perü, wobei wir da nicht so ganz wissen, was es damit eigentlich so auf sich hat. Bevor ich weitermache, will ich nochmal den negativen Effekt aufheben. Und dann fragen wir doch mal Wöllner, was hier los ist. Ah, Monsieur de Richet. You wouldn't have seen Duke Manuel by any chance, would you? No, I was no. going to ask you the same question. I wanted to speak to him, but no one will open the door. I'm not sure he's in there. If I want to pass through, I'll have to get Volner out of the way. Hat er versucht reinzugehen, Ausrede erfinden, um ins Zimmer zu gehen, ihn woanders suchen lassen, ihn loswerden, einfach vorbeigehen. Also, Louis will ihn loswerden. Wenn ich frage, ob er schon versucht hat reinzugehen, dann könnte er es ja daraufhin versuchen und oder mit reinkommen. Von daher werde ich wohl versuchen müssen, ihn zu manipulieren, denke ich. Das kostet 4 Punkte. Oh Gott. Ich glaube, da muss ich mal wieder hier mein Mittelchen schlucken. I've searched all over the manor, but I can't find him. One thing's for sure, Monsieur de Richet. He's neither in his room nor on this floor. I've just looked all over. I propose we both look for him. The first to find him tells the Duke that the other is also looking for him. Agreed? Perfect. Let's do that. I shall have a look in the library. If you find the Duke before me, tell him I want to speak to him. Yes. Let's proceed as you say. Thank you, Monsieur de Richet. Thank you. Thank you von Wöllner. Right. Now be a good boy and go look somewhere else. Ich habe, glaube ich, zwischendurch vergessen, den Speicherstand zu sichern. Das will ich mal eben vorsichtshalber machen, wo ich gerade gesehen habe, dass das Spiel gespeichert hat. Das kann man nicht oft genug tun. So, back to the game. Hallo? Ist da jemand? Was haben wir denn hier? Prometheus. Punished for stealing fire from the gods and giving it to man. Aha. Prometheus. Was ist denn da die Verbindung zu Godoy? Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. Ja, sollte ich öfter benutzen. Sollte ich noch viel öfter benutzen. Schlüssel mit einem Luftsymbol. Die Dose haben wir schon geöffnet, oder? Mit dem Luftsymbol. Hier kann man auch wieder rausgehen. Manuel Godoy. A painting of himself in his room. Now that's not going to help him develop a sense of modesty. Ja. Aber mal die Frage, wann das eigentlich entstanden ist. Ich glaube später erst. Aber der Hinweis ist mir ja scheinbar entgangen. The Kiss of Judas, painted by Caravaggio. This is how Judas pointed out Christ to the Roman soldiers. Can you imagine a worse betrayal? Der Hinweis... Jetzt denke ich gerade darüber nach, was diese Verbindung hier ist. Der Hinweis, wie das sein kann, dass hier so viele Bilder sind, die eigentlich historisch später erst entstanden sind, der ist mir ja irgendwie durchgerutscht. Don Quixote. Talking without thinking is like shooting without taking aim. I'm gonna have to think about that one. Verrat? Kämpfen gegen Windmühlen. Don Quixote und Prometheus ja beide irgendwie. Was ist denn da die Verbindung zu Godoy? Mary Louise of Parma. How ironic having a painting of the Queen of Spain in one's room
my Lord Duke. Etwas bemerken, das Gemälde betrachten. Eyebrows, sage ich nur dazu. Hey, it looks like someone slipped something in the back here. It's a letter. Let's see what it says. It reeks of perfume, and it's written in Spanish. Godoy, you really are a little devil. Übersetzen, wie teuer ist das denn? So, let's see what it says. Liebste Pepita, es zerreißt mir schier das Herz, dass ich wieder so weit weg von dir bin, auch wenn es für mein Land ist. Ich bin so traurig darüber, dass ich dich ausgerechnet nach diesem kleinen Streit verlassen musste, denn du bist die einzige Frau, die ich liebe, Josefa. Ich habe es dir schon gesagt, alles was ich habe, alles was ich dir bieten kann, entspringt der Zuneigung der Königin für mich. Lass uns zusammenbleiben, ich flehe dich an, für uns beide und für unsere Kinder, die wir haben werden. Sei bitte nicht eifersüchtig, du bist die Einzige, die einen Platz in meinem Herzen hat. Alles andere ist nur gespielt, das schwöre ich dir. Aha. It seems that the Queen isn't the only one enjoying the Lord Duke's favors. If the Queen found out, it would cost him dearly. I'll keep it with me. You never know. Oh, Louis will ihn erpressen. Das hatten wir ja auch schon besprochen, ne? Godoy hat historisch eine Beziehung zu der Königin gehabt. Und der ist deswegen auch immer wieder in diese... Also selbst als er nicht mehr formal in der Regierung war, hat er quasi die Regierung mehr oder weniger dennoch geleitet. Oder eine Schattenregierung, wie auch immer. Aufgrund dieser Beziehung. Und ganz offensichtlich hat er aber auch noch eine angeheiratete Frau, die da scheinbar nicht so ganz zufrieden damit ist. Brutus and his companions taking an oath to kill Caesar. Ja, und wieder ein typisch männliches, also Gemälde von einem Mann, ne? Da muss erstmal eine Frau dabei sein, bei der man die Brüste sehen kann. An old sesterce from Roman Gaul. Charles IV of Spain. Now there's no chance of Godoy forgetting who he owes everything to. Okay, also, ich glaube, okay, dann soll die Anspielung auf den Verrat soll seine Beziehung sein, ne? Also seine Beziehung mit der Königin verrät den König, dem er alles verdankt. Aber was hat dieser Kampf gegen Windmühlen, was hat es damit auf sich? Das hat sich mir noch nicht ganz erschlossen. Die Noblesse des Schwertes haben wir gefunden. Von Francisco Lorenz de Rada, 1705. Die versierteste und umfassendste Abhandlung, die je über die Fechtkunst geschrieben wurde. Oh je. Maria Louisa of Parma. Although not Godoy's true love, the Queen is his benefactress according to some people. According to some people. Mhm. Da unten ist was. Amber. Bernstein. Und hier sind schon wieder die Hühner. Die gerupften. Okay, ja, also Louis hat ein Druckmittel gefunden gegen Godoy. Oder zumindest, naja, Druckmittel, ja, in gewisser Weise schon. Wenn wir gerade nochmal gucken, hier konnte man raus, oder nicht? Ja. Vielleicht gibt es da noch was zu finden auf dem Balkon. Oder drüben die Tür kann man auch gehen. Wobei, hier waren wir schon an dem Abschnitt, ne? Ich meine ja. Soll ich mal hier zurückgehen? Ups. Und hier hin. Ich weiß nicht, ob ich hier schon war in dem Bereich. In der Sesselecke. Ja, aber sieht so aus. Hier gibt es zumindest nichts zu finden. Und wenn man hier zur nächsten Tür geht, wo geht's denn dahin weiter? Ah.
Kann nicht eingesammelt werden. Wo geht's hier rein? Wessen Zimmer ist denn das? Ist das Emilys Zimmer? Ne, ich glaube nicht. Gilet Royal. War ich hier überhaupt schon drin? Torture of Ixion, condemned by the gods to lose his mind because of his arrogance. Doch, hier waren wir Dear schon. Monsieur de Richet, please excuse me, but I am unable to join you at present. However, Das ist Louis' Zimmer. Okay. Golden Elixir. Kann man ja mal vergessen, nicht wahr? Wir waren auch schon lange nicht mehr hier, zugegebenermaßen. So. Dann haben wir Godoy immer noch nicht gefunden. Aber wo könnte er sein? Wo könnte denn Godoy sein? Hat jemand eine Idee? Mir fällt jetzt so spontan keine Verknüpfung ein, wo er sein könnte. Höchstens bei Holm oder so im Salon. Aber da hatte da Wöllner nicht schon geguckt? Irgendwas hat er doch erzählt. Gibt es da eine Übersicht dazu, zur aktuellen Queste? Gibt es nicht, ne? Inventar, Notizen, die Stockwerke. Wo könnte er sein? Ist er mit Perry zusammengestoßen? Wäre ja auch nochmal die nächste Frage. Das würde vielleicht dieses Kriegserklärungsding logisch herleiten. Im Kontext des Spiels. Nach oben oder nach unten? Gehen wir mal runter. Gehen wir mal runter und dann gehen wir hier rüber. In den Speisesaal gewissermaßen. Godoy spielt Klavier. Aber nicht so richtig, mit Pausen. Duke Manuel? Well, well. Monsieur de Richet, I was not expecting you. I am not in the mood, sir, I warn you. What do you want from me, sir? Konfrontation. Fragen, warum er bei der Ankunft verärgert war, ihn auf Mortimers Seite ziehen, ihn an die gemeinsamen Interessen der Länder erinnern. Von Wöllner sucht ihn, über den Streit bei der Konferenz befragen, nur frische Luft. Was waren seine Schwächen jetzt? Kann ich da nochmal eben hin? Notizen war das, glaube ich. Godoy. Immunität, Etikette und Politik. Schwächen kennen wir noch nicht. Könnten wir aber ja mal aufdecken. Das habe ich jetzt die ganze Zeit nämlich nicht gemacht. Hebt Effekte auf, offenbart die Immunitäten und Schwächen. Ah ja, aber nur wenn sie hier auftauchen, ne? Fragen wir ihn mal, warum er verärgert war. I see you're still feeling under pressure. Since your arrival, I've noticed that you've been on the defensive. Huh? It seems to me that Monsieur Perru has a knack for getting your back up. That is the least you can say. Indeed, I was warned. I knew what to expect. For God's sake, why in the hell did your people execute their king? Have the French gone stark raving mad? There are nothing but monarchies in power in Europe. They will all come crashing down on you. We shall see.
it might, well, turn out to be the opposite. You certainly do not lack for audacity, young man. Just tell me one thing, monsieur. Why did you side with Mortimer? He is alone, isolated. The United States can do nothing to help you, and France is surrounded by over 10 countries, just waiting for the word to pounce. Really, I do not see why you choose Mortimer. Weil der Orden Mortimer unterstützt. Er hat eine Schwäche mit Okkultismus. The Golden Order, my friend. The Order is everywhere. We come from France. We are President of the United States, England, and many other countries. We have ambitions and the means to carry them out. You'll see, once all hell breaks out and your English support starts to fade away. The Order is an international organization. It matters little what governments do. Otherwise, why would Mortimer have gone to the trouble of inviting my mother? If you are right, Sir Gregory has got it all wrong. Tell me, do you really believe Spain has any interest in ceding Louisiana to France? Was hätte er denn davon? Manipulationsschwäche hat er. Spanien könnte es für einen guten Preis verkaufen. Louisiana sorgt für mehr Probleme als Lösung. Ja, ich meine, wir haben das jetzt erkannt, aber das würde 5 Punkte kosten, plus 1 wegen der... weil er berauscht ist, weil es wieder zu viel Mittelchen genommen hat. Also, ich weiß, dass das seine Schwäche ist, aber das ist nicht... Das ist halt auch nicht Louis' Stärke. Ich gehe mal mit der Logik. First of all, the question is to know what Louisiana can be used for. We agree that today, all it brings you is death. Every day, a few more Spaniards die far from their birthplace. I cannot deny that Louisiana is a veritable quagmire. You have a point there. Tell me one last thing. What would I gain from all this? Frei von Holm. Wir können ihn jetzt erpressen mit dem Wissen. Wir können ihn in den Krieg zwingen. Wobei das ausgegraut ist. Das scheint keine Option zu sein. Okay, Louis kann den Krieg zwischen Frankreich und Spanien quasi provozieren. Er würde seine Stellung festigen. Darüber reden, was er nicht verlieren würde. Mortimer wäre ihm dankbar. Also, was aus dem Brief ja hervorgeht, ist, dass ihm diese Stellung am Hof schon ziemlich wichtig ist. Sonst würde er ja wohl nicht dieses Verhältnis mit der Königin unterhalten. Zumindest wenn man seinem Brief da an seine Frau Glauben schenken darf. If you continue with home, our two countries will become rivals. It could turn into war. Who knows? It is likely even. A war, Duke Manuel. On our own territories. Do you really see yourself committing the Kingdom of Spain to an armed conflict against France? Can you imagine the financial investment required, not to mention the loss of lives and dishonor at the slightest defeat? Do you see yourself being the man responsible for that? No, but you are the one who's pushing me into it, you damned Frenchman! I'm not pushing you into anything, Duke Manuel. If you are a man of the future and of progress, as I'm given to believe, you will know how much suffering a war would bring. Come on, you fool, give it up. You're trapped like a rat. Monsieur, I am astounded. I did not think you capable, but you have succeeded. I will be more wary of you the next time. Nonetheless, if you can guarantee Lord Mortimer's support, then yes, you can count on my vote when the time comes. However, I expect you to be discreet with regard to my former partners, without which our agreement will become null and void. Of course, my Lord Duke. You can count on me. Lord Mortimer will be delighted to hear the news. I hope you know what you are getting into, Louis. I bid you good luck. Good night, my Lord Duke. See you tomorrow. Well, that's one thing out of the way. Only thing left to do is wait for the conference to resume tomorrow morning. Gehe ins Bett. Zurück zu Louis' Zimmer, in dem wir gerade waren. Sehr interessant. Werden wir mehr darüber erfahren, was es da mit den Plänen
Mortimers auf sich hat. Das ist eigentlich das, was mich am meisten interessiert. Louis' Zimmer war hier irgendwo um die Ecke. Das ist Godoys Zimmer. Huch. Dann muss es doch hier irgendwo sein, oder? Louis de Richet. Good evening, Monsieur le Français. Duchess, you're here. What a charming surprise. I'm beginning to think you can't be without me. You have managed to penetrate my armor, sir. Am I disturbing you, perhaps? Störe ich Sie? Geh ins Bett, Louis. Das ist nicht die richtige Zeit. Was ist denn das für Antwort? Aber ich will jetzt hier mit ihr nichts anfangen. Emily, if you don't mind, I've had an exhausting day. I can hardly stand. Are you sending me away? No, not at all. But I was thinking of going to bed, to be honest. Would there perhaps be a little space for me in your large and cold bed? Nein. Now, don't take this the wrong way, Emily, but I have to turn this proposition down, as tempting as it is. It's late. It's going to be a big day tomorrow. We'd better get some rest in our rooms. Very well, I understand. Good night, Emily. Sleep tight. Thank you. Same to you. Also, dass ich von dieser Darstellung halten soll, ist irgendwie so problematisch, sagen wir mal so. Oh. Vision. My friends, do not worry. I assure you that Lord Mortimer's plan will never see the light of day. I shall deal with informing our allies, but for the time being, I need you to make a stand. What do you think about Monsieur de Richet? I don't know yet. I feel there's great potential in him. He looks like he can be trusted. And Duchess Hillsborough. Why isn't she here? She's busy. Don't worry about her. Oh, isn't it time to replace her? Not so fast, sir. She is an important figure. You ought to have a little more faith in her. What are we going to do about Washington? He will be a hard nut to crack. On our chessboard, he is Mortimer's king. Don't worry. Mr. President only wants one thing. To keep his dear America united. He won't jeopardize everything he has achieved on a whim. He has been serving Mortimer for quite some time. It won't be easy to bring him around. Do you feel all right, Mr. Godoy? You haven't said a word. Please excuse me, gentlemen. I feel tired. Oh, I see. I think it is high time you left us then. Now! Okay, ist alles aufgeflogen. Dann ist schon alles aufgeflogen. Dann wissen sie, dass Washington gar nicht auf ihrer Seite ist und dann haben sie auch das mit Godoy rausbekommen, dass wir ihn umgedreht haben. Oder überzeugt haben. Sir, the conference is about to begin. You are expected in the conference room. Tell them I'm coming. Thank you. Come on, Louis. The game is back on. My friends, the conference is about to begin. Please excuse me if I troubled you last night with my project. I understand that you might well have a few questions to ask. As you know, the final vote will be cast in a few days. This morning's aim is to answer your questions and check the temperature of your respective positions so that we may reach a greater understanding. As always, Lord Mortimer,
We parted in perfect disagreement, my lord. Where would you like us to take it from? Come, sir. Please let William believe he still has a chance of winning us over. Otherwise, his imprecations will lack panache, and we shall be bored stiff. Oh, let me reassure you, I am convinced that a good night's sleep has brought sound advice, and that this morning will be even more interesting. Therefore, I would like to go around the table in order to hear everyone's first impressions. Well, I am still firmly against it, even though my choice won't count. Against. 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 And you, Duke Manuel? Well, you see, it is more complicated and it... Goodbye. Come, Gregory. Don't try to impress my guests, please. They are not your guests. Gregory, anyone under my roof is by definition my guest. You included. I would be very grateful if you would let my guests speak. Duke Manuel, you were saying you still had some doubts? Well, you see, the situation has changed since last night. What's going on here, my Lord Duke? You see, I gave it some thought during the night. New arguments have come to light. What do you mean, Duke Manuel? Sir Gregory, I regret to inform you that Spain will not support you in this operation. I vote for. Moreover, in response to arguments brought to my attention, I declare war on France. What? What is he doing? If you think France is afraid of you, you are dreaming. Over 10 nations rise against you, young man, and you behave like a yapping little dog? When the French armies are at your door, my Lord Duke, you will change your tune. Well, as for me, I am for Lord Mortimer's project, despite Duchess Hillsborough's overwhelmingly convincing nocturnal attentions. What? Oh, God. So Emily was playing at trying to win over guests Okay. last night? It was nothing more than a friendly little chat, of course. How could it be otherwise? And by the way, remember me to your husband when you see him. And you, President Washington, what is your position? For, of course. Well, that leaves just yourself and Monsieur Peru, Louis. You're all making me sick. Look at yourselves. What? You are pathetic! Have you been drinking or what? There you are, quibbling away. My Lord Duke this, and Madame Duchess that. You know very well that we're nothing but puppets on a damn string. Jacques, really? Let's end the charade. It's over. Jacques, My lord, thank you for everything you've done for me over the years. But it didn't come for free. And now I see the price is too high to pay. I'll stop. come, Jacques, we'll talk it over. No, I'm finished. I want my freedom back, my lord. I shall no longer work for you. Wait! De Richet, you just can't help it, can you? Stop trying to play the hero, man! Oha, eine einzige Chance, ein einziger Fehler und er wird sich töten. Immunitäten und Schwächen aufdecken ist jetzt ganz wichtig. Ich hätte nämlich spontan gedacht, ihn an sein Kind zu erinnern würde ihn umstimmen können, aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Er verdient es nicht. Monsieur, I know I don't really know you, but you seem like a decent person. I have done so many horrible things! You blame yourself, I can see that. Everything's not lost. I don't want to do bad things anymore. You can take control of yourself again. You can fix whatever it is you've done. Do you really believe that? Of course, Jacques. You'll have all the time you need. Seine Tochter ist sicher. Holm könnte ihn beschützen. Der Orden könnte ihn beschützen. Vereinen wir uns. Es wird alles gut. Kann ich... Jacques, you're not alone. There's nothing you can do against him. Of course there is. We've already started. How can you say that knowing he's already probably gotten rid of your mother, Louis? No, he hasn't. She's still here. She's alive, Jacques. But Yes, trust me.
Ihn um die Waffe bitten, ihn auffordern, die Waffe zu geben, ihm die Waffe abnehmen oder Schwäche ausnutzen. Wir werden mal die Schwäche ausnutzen. This is not who you are. You're better than that. You don't know me. Yes, I do. I know you're no coward. So give me your weapon, please. But There's nothing to fear. I'm right here. I don't want him to talk to me. Don't worry. You're safe now, Jacques. Monsieur Peru, you could have seriously hurt someone if Monsieur de Richet here hadn't stopped you. Your behavior is unacceptable. You would do better to go and rest in your apartment. My friends, we shall continue the conference later. I would like to apologize for the inexcusable behavior of my guest. We all need to recover from all of this excitement. Take the rest of the day off. Das finde ich auch spannend gemacht. Das ist das Ende des Kapitels. Finde ich spannend gemacht, dass Mortimer als so ein, von der Stimme her und so weiter, von seinem Auftreten als so der super freundliche Typ dargestellt wird, ne? Und dann eigentlich aber scheinbar ja alle kontrolliert und gegeneinander ausspielt und irgendwas da Geheimes im Schilde führt. Also, was haben wir erreicht? Ich habe mich für Lord Mortimers Seite entschieden. Ich habe an der Konferenz teilgenommen, Godoy überzeugt, mich nicht von Hillsborough, also von Emily, überzeugen lassen, Peru gerettet, herausgefunden, dass Lord Mortimer eine Rolle beim Aufstieg von Napoleon Bonaparte spielt. Ja, habe herausgefunden, dass Sir Gregory Holm und von Wöllner eine enge Beziehung miteinander haben, genau über den Brief. Ich habe Sarah de Richet überzeugt und ich habe nicht mit Lady Hillsborough geschlafen. Das ist ein Erfolg. Alternative Wege, man hätte sich überzeugen lassen können von Emily. Man hätte Holm folgen können und man hätte Jacques Perus Geheimnis lüften können. Dass er ein schlechtes Gewissen hat, oder was? Beziehungsweise, nee, dass er Mortimer hinterfragt wahrscheinlich. Sehr, 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 sehr spannend. Sehr viel ist hier passiert in dem Kapitel. War ein langes Kapitel, hatte ich den Eindruck. Cool. Und wir können wieder Punkte investieren. 8 Stück. 8 Stück. Mal die Belesenheit mal auf Stufe 2 bringen. Die Heimlichkeit auch, damit das mit den Schlössern ein bisschen besser funktioniert. Und ich denke auch die Sprachen. Dann habe ich noch einen Punkt übrig. Kann ich irgendwo noch einen entscheidenden Punkt investieren? Nein. Kann ich nicht. Politik, Überzeugung, Etikette. Ja, das war jetzt am Ende natürlich ein bisschen seltsam für Louis vom Charakter her, dass er über Etikette gegangen ist. Aber ich fand diesen Einwand, den er Peru gegenüber gemacht hat, hat jetzt auch nicht so viel mit Etikette irgendwie inhaltlich zu tun, ne? Psychologie. Ich gehe noch einen Punkt in Psychologie. Ja. Bestätigen. Errungenschaft freigeschaltet. Gefährliche Angelegenheit. Gefährlich, gefährlich. I don't understand. I spoke to him only recently. Monsieur Peru has lost his mind. It's obvious. Yet another way for the French to make a spectacle of themselves. Well, once again, it has worked. My friends, let us settle down, please. We are all in shock, of course. Napoleon is not Let us amused. celebrate Louis's courage. He enabled us to avert a tragedy. Yes, that was very noble of you, Louis. You have given us all a fine lesson in courage. Thank you. He owes you his life. That's quite something. That madman deserves to die. We are providing Monsieur Peru with care, but rest assured, he is no longer a danger to himself
or anyone else. I think everyone needs a little rest. Can you stay a moment? Of course. Er macht ihn zu seinem Handlanger, ne? Merkt er das? Ja, die Enzyklopädie würde ich gerne lesen. Dann habe ich noch 2 Punkte. Okkultismus würde ich gerne lesen. Die Noblesse des Schwertes. Befragung, Etikette. Und die Aufzeichnung des Generalleutnants der Polizei. Und dann, liebe Leute, mit dem Beginn dieses neuen Kapitels beende ich diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und bis dann, euer Jan.